Min hoppning ist in Gott allein. Hei ist min lichte Kraft, min Stein. En sag Stein, du hast der Grund. Stark durch die höchste Frieden behürt der Leib, bedeutet der Fried, wann Angst nicht ist, wann es nicht fehlt. Min gröta tröst, min all in all, fast klarlagt ni om Kristi life. Time not off and parts of steam, by me I can't almighty God, I bracht en Leib in Gerechtigkeit, I kämpf für dig wo da mich war, I hält dort ut, vad under krig, I står för oss, betal din pris, med all det sin, vart en angett light, Kristus är dig vårt leben ger. Du har ändrat bra sin körpare, Licht för det bald mig braken bär, och tänkt att grav med sköne fred, har levt och upp en fallen makt. Den har förstört, har kriegt an sig, det flog i Brazil, sie jag fann fri, wird sagt sie sieht, en har jag smint, jag kaff med det ihre blöd sin sitt. Nicht meja schuld, nicht meja angst, bloß durch die Kraft von Christus jetzt, von Anfang an, bedang min död, hei fick mig där sin direkt blöd, kein andra kraft, kein andra mat, när skål mitt ram, från Gott sina hand, vart hei mig röpt, nå sin himmelland, en sina kraft blev väg förstånd, kein andra kraft, kein andra mat, när skål mitt ram, från Gott sina hand, vart hei mig röpt, nå sin himmelland, en sina kraft blev väg förstånd. Goedenavond iedereen. Ik vrij me dat je hier bent en ik vrij me ook dat je on channel bent, op YouTube of wo immer die kijken is. Ik vrij me voor die, wo immer die bent. En ik geloof van jou, leren die alle nu een goede Noorrecht. De ganze wereld die leert nu een goede Noorrecht. En ik wil jullie van jou wat zeggen, dat du echt een goede Noorrecht voor iedereen een. Dan er zijn zoveel mensen van jou, die zijn begroefd kunnen zijn in deernis. In worries zijn die begroefd. En vielleicht bist du einer von dir, der auch begroefd ist in Sorjen. Dann habe ich die Frau von dir, hast du eine Lösung für Deernis? Hast du eine Lösung, wenn wir Sorgen haben? Hat diese Welt eine Lösung? Denn die Bibel sagt in Matthäus, Kapitel 6, Vers 25, und wieder sagt es so steht. Du wen sei ich merkt nicht sorgen um dein Leben, über was die eten und trinken sollen,
und nicht den Körper, was die antragen sollen. Als dort Leben nicht mehr wird aus Eten in den Körper, mehr wird aus Kleidung. Kijk nur die Vögel in der Luft. Die sehen nicht und ernten nicht und sammeln nicht in der Stalling. Und die vor am Himmel vor der Dach, sehen die nicht mehr wird aus die? Und wer kann sein Leben durch Sorgen auch bloß in Bett verlängern? Und zu was merkt die Sorgen über Kleidung? Denk an die Liege auf der Stab, wo die Wossen, die arbeiten und spannen nicht. Und doch sei erkühnt, selbst Salomo wir in seiner Herrlichkeit nicht so eingetragen als einer von denen. Und wenn Gott dort groß auf der Stab dort von der lebt und morgen im Ofen geschmeten wird, so kleiden dat, wird er dann nicht nach euer Kleiden? Wird er jedoch für einen kleinen Glauben? Die sollen nicht sorgen und sagen, was soll wir essen, was soll wir trinken und was soll wir antragen. Dort sind alles Sorgen, die die Völker sich merken, aber Jünfuhrer im Himmel weit, dort die dort alle brücken. Aber sagt, dort erste nur Gott sein Recht und nur seine Herrlichkeit, die Gerechtigkeit und dann wo ihr dort andere alle kriegen. Und du merkt ihr nicht sorgen, dort, was morgen kommen soll, morgen wird für sich selbst sorgen, jeder Tag hat für sich genug Trouble. So hier haben wir den ganzen Tag hier, den ganzen Aufschnitt hier, über Sorgen. Dann erst ans die Frau dann nicht von der, erst dann, wo haben wir eine Antwort, wenn du so viele Menschen von der begruft sind und ja Sorgen. Na, viele Menschen leben von der nicht, und die sind wirklich begruft und ja ihr, aber wo viele sind nicht begruft und ja Sorgen und wissen nicht wohin, nicht so? Viele sind überfordert von Sorgen. So aus finanziellen Problemen, Gesundheitsproblemen, Familientrouble, und jährlichen Trouble. Und viele haben so Angst für die Zukunft. Und wo geht die dort von dir? Wenn du von dir aus es wirklich mal tun, wo bist du überfordert? Was für eine Sorgen hast du? Sind das Geldtroubles? Sind das Familienprobleme? Sind das Probleme, wo du an denken, sind das Sorgen, wo du denken, was in der Zukunft wird passieren? Bist du auch ein von denen, was du so mank hast? Wenn so eine Sorgen aus dort, scheint sich dort so, dass Gott seine Kraft ist so clean. Und wenn Gott seine Kraft so clean ist in unsere Augen, weil wir überfordert sind von Sorgen, haben wir ein Problem, dass wir nicht die Lösung sein werden. Wenn unsere Troubles sind so groß und Gott ist so clean. Wenn wir sind überfordert von Sorgen. So hast du dann Hoffnung für uns alle. Yes, ich will Ihnen sagen, du hast Hoffnung für jedem ein. Denn die Bibel hat das versprochen, dass du hast eine Lösung für Sorgen. Wo ist die Lösung dann in der Bibel? Weil du willst abkommen. Wir wollen ein Problem nennen in dieser Welt. Jeder einer von uns wird im Trouble wo kommen, oder du wird Trouble im Heim kommen, oder in uns Persönlichkeit. Von verschiedenen Sorten Problemen können kommen. Vielleicht so als Krankheiten, vielleicht Tod, vielleicht Geldproblem, vielleicht Familientroubles. Ich meine, Troubles wollen in uns Heim vielleicht kommen. Und das sind vielleicht in dein Heim all, wo du bist. Aber warum ist es so, dass wir ein Problem sehen? Warum wollen wir Probleme begegnen in uns Leben? Und erst weil wir leben in einer gefallenen Welt. Die Welt ist gefallen, die Welt ist in Sinn. Das ist, wenn es Worte Trouble sind. Viele Menschen, die sehen eine Ursache und denken so, was habe ich getan? Warum ist es so? Die leihen sich ein großes Schuldgefühl ab. Mein Blick will Ihnen sagen, dass Probleme sind, weil wir leben in einer gefallenen Welt, wo wir scheinbar nichts mehr tun können. Das nächste ist, warum die Probleme sind, weil es auch viele persönliche sind. Ich habe einen Sinn, wo mir läuft, wo ich in gebunden bin, wo ich mich neigegeben und heigegeben habe, wo ich flehen da, wo ich in gekehrt bin, wo ich nicht fast bin, vielleicht sind ich addictive, vielleicht hast du dort, wo ich bloß einfach nicht allein losfahren kann. Das ist ein Sinn, wo ich flehen da, das ist ein Sinn, wo ich persönlich in meinem Leben habe.
Erst dort vielleicht auf einmal, wo dann Troubles auf mein Leben kommen, will es eigentlich vielleicht eine persönliche sein. Dort kann eine Ursache sein, eine dritte Ursache kann auch sein, will es auch sein glückaltig, ich lebe ein glückaltiges Leben. Wenn wir in Sprüche Kapitel 22, Vers 3 kicken, dann würde es so sein, dass Sprüche Kapitel 22, Vers 3, dort sagt, die Glücke sollen dort eigentlich kommen und bringen sich im Stich, aber die glückaltigen Dunen motten du verlieren. So, ein Mensch, wo du Glück ist, wo du weiß denken wird, wo du wirklich auf Gott um Weisheit gebet, die sind dort eigentlich kommen und der merkt schon, dass der nicht wollen, dass eigentlich ankommen, der sind dort fertig beten, der bet Gott um Halb, der fragt um Weisheit und der sind dem Problem mit dem Stich zu gehen. Aber die Bibel sagt, der Glückalte, der wird der Unverständige, der wird so glückaltig sein, die gehen nicht eigentlich nennen. So, ich habe 3 Dinge, woran du Probleme sind und was uns Sorgen geben wird. Eines, wir leben in einer gefallenen Welt. Nummer 2 ist, willst der Mensch, der einen persönlichen Sinn pflegen, freiwillig sinnen. Und das nächste Ding ist, willst der Mensch als glückaltig und düntig und jetzt Glück im Eugleich nennen. Und das kann viele Sorgen bringen in unser Leben. Won't wir dient sein? Vielleicht passt ja auch nicht in dein Leben. Vielleicht hast du nicht unbedingt, dass du einen persönlichen Sinn in deinem Leben hast. Meint es nicht, dass du glückaltig bist. Aber du kannst Probleme in deinem Leben sein. Und dort können wir möglich sein, wir sind in einer gefallenen Welt, wo wir bloß einfach mal nichts mehr tun können. Die wollen kommen. Aber ein Problem ist dann, aber wir sind alle in einer Versicherung. Vielleicht sind wir nicht in einer Versicherung von Trinken, von Drugs, von Stehlen und Lehen und vielleicht von Hureriedrieben und viele andere. Vielleicht sind wir nicht in so einer Art Versicherung. Aber wir sind alle in einer Versicherung, dort, wenn du ein Problem hast, dass wir wollen dort in unsere eigene Hand nehmen. Und wir wollen das selbst behandeln und ich will das selbst bearbeiten und ich sage, ich will diesen Trouble fixen. Und diese Versicherung, glaube ich, sagen wir alle werden. Und was passiert, wenn wir dort tun? Was passiert, ist, ich glaube, und ich weiß dort, wir merken eine echte Entscheidung. Wenn es wieder nicht über uns selbst und es steht dort, wie nur Gott gehen und Gott hat ihnen hingeben und sagen, Gott, ich habe ein Problem, ich frage dir um Hilfe. So, wenn wir dort selbst tun, dort erst, wo wir Fehler merken, Entscheidungsmerken, wo der Mensch vielleicht kann, viele Nachfolgen leiden. Und Nachfolgen haben. Habt ihr doch mal so gegangen, wenn du ein Problem hast? Oder du hast ein Problem in deinem Leben, dort in deine Ehe hinnehmen und sagen, ich werde das selbst fixen und Gott um Hilfe fragen. Ich glaube, in der Versicherung sind wir alle nicht so. Oder wo sehen wir noch Hilfe? Vielleicht gehen wir noch andere Menschen. Vielleicht gehen wir noch so eine Städte, wo uns bloß nach Tisch halten, dort in uns eine hinnehmen. Wo Anweisen, Entscheidungshalten treffen, Anweisen, Ruhe geben dann, in den Städten noch Gott wiesen. Und dann vielleicht bloß selbst wohin wiesen, wo die Trouble bloß noch viel gerater worden ist. Aber all die Entscheidungen, die wir merken, dann haben nachfolgen. Das kann Nachfolgen sein zu Schwierigkeiten, oder das kann Nachfolgen sein zum Segen. Aber da müssen wir immer an das denken. Wir müssen daran denken. In unserem Leben wollen Schwierigkeiten kommen, was uns kann beluden mit Sorgen. Aber wir müssen an das, wir haben alle mal eine Frau. Was will Gott mit das? Warum passiert das in meinem Leben? Was sagt Gott? Was redet Gott von dir? Was will Gott haben von uns? Und dann ist vielleicht die Frau, was für Gott kann hier rauskommen in diese Lehre, wo wir bei sind? Und ich glaube, manche einer hat sich das all gefragt. Hast du dir das auch all gefragt? Was für Gott kann da rauskommen in der Lehre, wo du bei bist? Ich glaube, die wahrscheinlich. Ich glaube, jeder einer hat vielleicht all. Und zu denken, dass wenn wir Gott das in die hingeben da, wie Gott jetzt nicht waste, wie Gott wird nicht verloren gehen, kaputt gehen. Das sind dann, wo unser Problem sind und wie viele Schwierigkeiten wir haben. Aber wenn wir Gott wollen, diesem Problem in die hingeben, Gott kann ihn verwandeln für ein Sehen. Wo wir wollen gesehen worden, wo du wirst gesehen worden und wo wir können sehen sind den Nächsten. Aber das geht nicht anders,
dass das Problem kann verwandelt werden für ein Segen, als wenn wir Gott den hingeben, dass wir Gott in dem Problem fixen für uns. Und das tun wir in Gebet. So vielmals ist das Problem, was wir gehabt haben, und es steht dort als ein Segen gewesen, dass uns hat zum Guten getan, dass es hat wo abgebüht, dass wir dabei gesagt haben, dann hat das Problem uns bloß wieder aufgebracht. Und weißt du was? Jeder einer, der Tauheichen der, ich will Ihnen von der was sagen. Josef, der hat ein Problem, seine Brüder verkauften ihm. Er gab Gott den Problem in die Hände, dass seine Brüder ihm verkauften nur Ägypten haben. Du, wo er belehren war, dass er wohl das Pontifar seine Früh brach. Du wart am belehren. Und am wart eingestoppt. Wo er muss für 2,5 Jahre ansetzen. Weil er gab Gott dort in die Hände. Und Luther kam das große Sehen, dass das ganze Volk Ägypten bleibt im Leben. Die werden alle gesehen. Hat Josef das nicht Gott in die Hände gegeben? Was wird dann passiert sein? Ich sage, gesehen wird das Volk durch in Ägypten, wird Josef geben, der sagt, Gott in die Hände. Weil die Schwierigkeiten, wo wir gleich alle beginnen. Aber das meint nicht, dass Schwierigkeiten nur in Deutschland eng von den Heavy sind. Oder wie sagen einmal, a dead-end road. Einmal so ein beginnt, wo du ein Weg ist und du sagst in 10, it's a dead end, das ist in Deutschland eng, du hast nicht ein Weg rüt. Der einzige Weg ist, gehen und fahren. Schwierigkeiten meinen nicht, dass Deutschland eng, dass Töne eng können sein von den Weg, nur ist es eng. Das, wo viele Menschen glauben, und in den Schwierigkeiten, wo sie bei sind, nur sagen wir hier beim eng, ich weiß bloß nicht wieder. Aber leider, Schwierigkeiten ans Leben meint in Change. Das meint in andere Direction nehmen, in anderen Weg nehmen. Das braucht, dass wir abwarten dürfen. Und das braucht, dass wir kicken dürfen. Viele Menschen sagen bloß, dass du dir eng durch. Sie kann nicht wieder. Aber wenn wir mal abkicken dürfen auf Gott, und Gott wies uns durch, kijk, hier ist noch ein anderer Weg rüt. Das meint bloß, dass er will uns einen anderen Weg wiesen vom Leben. Wo er uns will segnen, wo er uns will Erfolg geben, wo er uns will vielleicht gerade Herrlichkeiten wiesen, wo er uns will vielleicht Dollar Brücken zu irgendwas Wort. Gott hat seine Wege. Ich lese auf Paulus zurückgehen, wenn Paulus auf dem Weg war in Damaskus. Er hat seinen Plan vor sich, was er in Damaskus will. All die, die verfolgt werden, all die, die einen Glauben hatten, die will er bringen und mitbringen nach Jerusalem. Aber er kriegt auf einmal das Karte eng dort zu holen, gewesen. Und er sagt dazu, dass Gott hat einen anderen Weg für ihn. Und dass wir einen Weg für ihn. Dass wir einen Weg für Gott. Wo das Paulus auf einmal gefällt wird mit den Jes. Wo er gefällt wird mit Gott seiner Leben. Und das, wo er gehen kann, er regt rüt, dass die Menschen alle sollen bekannt werden mit dem Evangelium. Weil das kann Krieg so mit uns passieren. Krieg so. Aber ich denke, das ist aber nur. Das Paulus, wenn es der hingewiesen wird mit Damaskus, wenn es heute von Petrus sagt, dass Jesus da am Reden ist, er wird blind, und wie viel Sorgen, was er nicht gehört hat. Aber was hat er mit den Sorgen? Er wird gehorsam und ging letztlich Leben durch die Stadt. Aber du wie ein Mann Ananias, und er kam in Bett für ihn. Und dort, wo sein Leben ändert. Dort, wo sein Weg ändert. Dort, wo er auf einmal hastig ganz anderen Weg anschlug, als er sich jemals gedacht hat. So, was ist Dearness zu uns? Was ist Dearness zu uns? Weil, wenn wir Sorgen haben, und die Menschen, die leben immer in Sorgen, einer begegnet vielen Menschen, die leben immer in Sorgen, und sogar einer ist manchmal nicht frei gewesen, von immer in Sorgen leben. Aber in Sorgen leben ist ein bisschen so, ich glaube, die haben einmal begegnet, du hast wo ein Weg, und dann hast du so einen runden Kuller, wo wir können reinfahren, und bei diesem runden Kuller, du sind immer diese Wege so rot. Sorgen sind in so einen runden Kuller nicht fahren, und du bleibst nur reinfahren. Und du fahren nur rein. Und nur reinfahren. Und never den Weg rübernehmen. Der Mensch, den scheint das schwierig. Der hat vielleicht auch Angst. Der lebt in Sorgen und der fährt rein und rein.
En weet je wat passiert met zo'n persoon? Dat wordt hem afholen, dat niet wordt om ziel komt en dat niet wordt erfolg gaan in zijn leven, wo immer hij handbouwt. En dat is wat viele mensen doen, die fahren immer in zo'n Kullerbahn staat. Die kunnen thuis alle verstaan. Die nemen eine Klasse naar de andere, die hier in de thuis. Maar dan denken ze zijn, wat zal ik dit Kuller uit? En die bekijken zich dat Kuller. En dat eerste beetje is de mensen die zitten niet dat er nog weg uit zijn. En zo wat passiert, wenn wir in zo'n Kullerbahn fahren, dan, wo wir immer gepackt zijn met Sorgen? Wat kan dat abholen in ons leven? Dat kan mij afholen van Erfolg halen, dat het niet wat jässlich wissen. Deswegen wird viele Menschen nicht jässlich vorwärts kommen, jässlich wissen, wenn sie leben in zo'n Kullerbahn staat. Das nächste denk ist, die haben vielleicht keine gute Gemeinschaft mit den Partner, mit Freunden, mit irgendwem, mit Eltern. Die haben keine gute Gemeinschaft nicht. Noch das nächste ist, haben vielleicht Probleme mit Geld. Geldproblem, Schuld, weiten sie nicht mit Geld. Oder das andere ist verantwortungslos sein. So was haben wir vier Dinge, was kann passieren, wo wir kann Misserfolg haben, nicht Glück haben. Das ist dort als geistlich wissen, nicht eine gute Gemeinschaft haben, mit einem Partner, man will einen Partner haben, oder mit wem, vielleicht Geldproblem haben, oder verantwortungslos sein. Woran passiert das? Jetzt der Mensch, der dreht sich rum in das Keller. So, als wenn jemand würde, immer darum fahren. Ich habe mal in der Stadt gefahren und da war so ein Keller. Und das geht nicht bei, nicht? Wenn du kommst so viel Traffic nach, und das geht nicht bei, da nicht, die bleiben rumfahren. Wo ist der Weg, wo ich hin will? Und dort erst, wenn wir mit Sorgen gepackt sind, da wo wir blind von du, wo wir hin wollen, und dann kann wir dort auf einmal nicht mehr sein. So was passiert, wenn wir Sorgen tun? Von Sorgen jaftet Stress. Von Stress wird der Mensch übermüdet. Wenn ein Mensch übermüdet ist, der wird überfordert, kann es sogar sein, dass der Mensch wird depressiv werden. Aber das wird passieren. Stress kommt von vielmals her, nicht immer, aber vielmals her von dem Mensch Sorgen. Sorgen ist schwer am Körper. Das braucht sehr viel Energie. Das braucht viel mehr Energie aus dem Tag überschaffen. Und vielleicht bist du all übermüdet von Stress. Vielleicht lässt du nicht unbedingt sehr schaffen, aber vielleicht bist du müde, willst die das sagen, die fährst in so einen Keller rein und weißt nicht wohin. Sorgen sind einfach, dass ein Mensch sich wiederholen dasselbe Problem. Das ist es, wenn du in uns denken würdest, in CD sein, und ich weiß nicht, ich weiß nicht, so ein Grammophon, so ein Altmutter mit so einer großen Scheiben durch, und wenn die nicht sagen, gut in Ordnung wäre, dann die bloß einmal in einer Land spielen. Dann bloß einmal in einer Land, die never dort Leute wieder spielen, die immer in einer selben Strip spielen. Und das wird passieren, dass ein Mensch, der überfordert ist, der belohnt ist mit Sorgen. Der hat Sachen in sein oder ihr Leben, was der immer wiederholen wird, was er nicht in Kontrolle hat. Und es steht er loslassen. Und es steht er Gott übergeben, dann läuft er matt diese Sachen in meine Kontrolle nehmen. So ist diese Jünger da am Wutter, wenn sie da in der Lamm wären, und die Wahlen wären so hoch. Sie wären voll Sorgen, aber ein Ding können sie nicht. Sie hatten keine Kontrolle über den Wind, über das Wutter. Sie hatten keine Kontrolle nicht darüber. Jesus weiß dort, dass er heute macht, heute können das Wutter stellen. Und so ist es man uns Leben noch fern. Wir probieren dort zu ändern und dort zu verstehen, wo wir absolut keine Kontrolle über haben. Und das ist, wo der Mensch ausfigern wird. Der figert aus, warum das nicht so ist. Der Mensch, wo keine Kontrolle über hat und wo er vielleicht kein Wort verstehen kann. Aber das, was der Mensch sich anbilden wird und deutlich merken wird, ich will versuchen zu verstehen, warum passiert das in meinem Leben? Warum habe ich diesen Verlust gehabt?
Warum muss ich sein krank geworden? Warum ist diese Person wach gestorben? Warum muss das in meinem Leben passieren? Und das ist, wo viele Menschen in Sorgen sind und versuchen zu verstehen. Und die haben sich eingebildet, wenn ich diese Sache einmal verstehen kann, dort wo ich Frieden kriegen in meinem Hart. Und das ist für alle Menschen. In dieser Welt, die sehen nur Frieden in dieser Welt. Einer, der sieht nur Frieden, der hat einen unberührt Hart. Und der betätigt sich dort mit Schnaps, der nächste mit Drugs, der nächste mit schlechten Gedanken, der nächste betätigt sich dort mit Schafen, der nächste, der fällt dort aus, wenn ich die Sache verstehen kann, dann wo ich Frieden habe. So der Mensch, der sieht in Rand, wo ich mal Frieden kriegen in mein Hart. Und ich weiß nicht, was du alles geprüft hast. Vielleicht hast du auch verschiedene geprüft und vielleicht bist du in der Lehre, was du nicht kannst verstehen, was in deinem Leben passiert ist. Und du denkst so, wenn ich das einmal verstehen kann, dann würde ich Frieden haben. Und ich will dir eigentlich sagen von dir. Was vielleicht nie never so geben in deinem Leben, dass du das jemals verstehen kannst, warum dir das passiert ist. Und hast du vielleicht auch sagen, mal gemerkt. Und ich will dir von der Hoffnung geben. Du hast danach Hoffnung. Ich sage Gott, Dankeschön dafür, dass du eine Hoffnung hast, und dass du eine Lösung hast für all die Sorgen und für all die Sachen in dieser Welt, wo die Menschen sich nicht mehr weiten, dass du eine Hoffnung hast und eine Lösung hast. Dass wir Brücken dort nicht verstehen können, warum das alles passieren wird, dort wir nicht. Dass du hast Hoffnung. Und wo ist diese Hoffnung? Diese Hoffnung ist in das Wort Gottes. In diese Bibel ist die Hoffnung. So wie sagen vierten Mal, hab wohl nicht Angst. Aber für ein Kind Gottes, ich glaube, das ist nicht recht zu sein, hab wohl nicht Angst. Für ein Kind Gottes ist das rechter zu sein, dass du hast eine Lösung für die, in der Lehre, wo du bist, und du hast eine Lösung für die Sorgen, die du hast. Dort ist reich für ein Kind Gottes. Für ein Kind Gottes ist die Lösung. Und weißt du, was die Lösung ist? Die Lösung ist, die Bibel sagt, Schmiet alle Sorgen ab. Schmiet alle Sorgen ab. Wenn wir in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 7 blättern, das ist, wo das sein wird. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 7 sagt es so, Schmiet all deine Sorgen ab, Sorg verjöhnt. So wir sollen alle Sorgen ab Arm schmieden, dann Sorg für uns. Warum? Das Caring für uns. Ja, was am Raum seine Kinder. Du sagt, du alle Sorgen ab mir schmieden. Weiß, dass wir können nicht handeln. Weiß, dass wir wollen das nicht verstehen können. Wir wollen viele Dinge nicht begreifen können. Und sagt, schmied alle Sorgen ab Arm. Warum? Weil es sorgt. Weiß, dass wir wollen uns raufbringen. Wir wollen uns Meid merken. Und will haben, wir sollen nicht da bleiben. Du sagt, schmied alle Sorgen ab Arm. Was tun wir dort? Menschen, Frauen, ja, das klingt nicht alle verstehen. Bloß, wo das dort? Hij heeft ook mal gefragt, wat ik dat dan nu? Wel, in Philippa, Kapitel 4, Vers 6, wo wir uns mal hanblädern, in Philippa, Kapitel 4, Vers 6, dat sagt es dit, Sorgend am nisch, lud Gott mit Beten und Prachen und Dankschein sein, alles weiten, was ihnen fehlt. In Gott, sein Fried, der weit über alles geht, was Menschen verstehen können, was ihre Horten und Gedanken in Christus Jesus bewahren. So, wo do wir dort? Wo schmieden wir alle Gedanken ab Jesus? Dort erst durch Beten und dort erst durch Dankschein sein, durch Danken. Aber das sagt hier auch, dass wir beten da, dass wir dringend beten da, dass wir anhaltend sind, dass wir eine Arm gehen da und wir beten mit einem vollen Hort. Weil die viele Menschen, die sind so voll Sorgen und so voll Probleme und die wissen nicht, wohin. Und die Frauen, willst du für mich beten?
Die Bibel sagt, dass du beten, komm du mit in die Gebet um mich, dass du diene Sorjen opp schmieden. Sie, ich kann nicht diene Sorjen opp Jesus schmieden. Ich kann das nicht. Das ist something, was du persönlich selbst machst. Das ist deine persönliche Sache. Geh in Jesus und du darfst dort im Gebet, du hast die Gemeinschaft mit dem Vater, du sagst einfach, was die schwor ist, wo du etwas Sorgen hast, was deine Säule bodern wird, und du bringst dort. Sehen viele, weißt du, warum die in dieser Leben bleiben dann? Dann keine Gemeinschaft mit Gott. Die beten nie, never nicht. Die Frauen nur gebeten. Die wollen haben andere Sachen dort. Aber weißt du, was der Unterschied ist? Wenn ein Mensch erst selbst vor Gott kommen wird, und der mit dem wird, was er kann. Viele sagen, er kann nicht beten. Weil er denkt, er kostet die reden. Und wenn die nicht reden, der kostet die wiesen. Gott kann auch Sign Language. Gott kann das auch. Gott kann das hören. Und wenn die nicht wieder hast, kommt vor Gott in sie stellen. Gott wird reinkriegen, was in dein Hort ist. Er wird kriegen, was du auf dein Hort ist und was du fehlt aufzuladen. So dort ist, wo du dort zu Gott bringen darfst. Wir bringen dort Gott, wir schmieden auf Gott, durch im Gebet. Und weißt du, was die Ursache ist, dass wir alle unsere Sorgen zu Gott bringen dürfen? Das ist eine große Ursache. Lass mich mal lesen noch einmal. Philippa 4, Vers 7, das sagt, in Gott sein Fried, der weit über alles geht, was Menschen verstehen können, was jene hören in Gedanken in Christus Jesus bewahren. Er sagt, Gott sein Fried, was jene hören bewahren. Der Fried geht viel wieder, als Menschen verstehen und abführen können. Was Menschen allmählich ausfigern können. Er sagt, du jetzt Gott sein Fried immer. Und er sagt, du wird dein Hort beschützen. Du wen ist das so wichtig. Das ist die Ursache, warum wir alle Sorgen auf Gott anbringen dürfen. Wir sind in der Gefahr, dass uns Hort wird, was wir tun wollen. Uns Hort wird beschädigt worden. Wir wollen uns vielleicht verbessern. Wir wollen beleidigt sein. Wir wollen untergehen von Sorgen. Wir wollen benommen werden von der Angst. Wir wollen depressiert werden. Der Mensch, der wird krank werden. Und er sagt, um den Hort zu beschützen, wenn es über das Hort kommt alles. Über das Hort kommt das Leben. Und er sagt, um das Hort zu beschützen, von wo das Leben kommen wird. Er sagt, brauchst du meinen Frieden. Und an meinen Frieden brauchst du die alle Säulen, was ab mir leiden. Und da ich dort, wo du beschützt worden. Und weißt du, wer das für euch hat? Ein Kind Gottes. Ein Kind Gottes hat das für euch. Ein Kind Gottes kann Jesus gehen. Und der kann diesen Frieden haben, wo die Welt in Unruhe ist, wo die Welt ein Problem ist, wo die Welt nur Antworten sehen wird, wo die Welt Geld spendet. Dort, wo ein Kind Gottes kann Jesus gehen. Und kann all die Sorgen ab Arm leihen, wenn lange nicht alles verstehen kann, aber der Friede im Hort, in Luft, in Preis Gott. Wo jetzt die das von dir? Wenn du die Welt anchecken lässt, hast du Angst. Vielleicht hast du Angst, weil du noch nicht best bei Jesus warst. Bei ihm persönlich. Vielleicht hast du auch mehrmals eine Gebete gefragt. Aber bist du einmal selbst persönlich bei Jesus warst und hast all deine Sorgen angebracht. Wenn du nicht hast, ruh die Tau, dass du dort von dir das. Was für eine Sorgen hast du von dir? Vielleicht hast du Sorgen, als du ein Kind Gottes bist. Als du vergift bist. Vielleicht hast du Sorgen, als du ein Tag im Himmel sein. Und mit diesen Sorgen kannst du nicht ankommen. Und heute wird die sein, wo das mit dir steht. Dass du kannst dein Leben klar merken. Aber vielleicht sind es Sorgen aus Familienproblemen, was du hast. Vielleicht sind es Sorgen Angst, dass du weißt nicht, wo das alles utkommt. Als du was Erfolg hast. Das ist nicht, weil die von der Mutter sprechen. Merk diese Entscheidung. Gune Jesus. Wenn heute erst der Einzige der Bibel sagt, Schmiet diene Sorjen opp Abend. Schmiet diene Sorjen nicht auf dem Prediger. Schmiet diene Sorjen nicht dort auf die Gemeinde. Ob jemand, ob eine Person, die kann dir nicht drehen. Er sagt, schmied diene opp Abend. Dann heu sage ich für die, wo weit wie das er gesagt hat für uns. Er starb am Kreuz. Er beweist das all, indem er am Kreuz starb. Er all an den Sinnen betont. Das beweist, dass er sagt für uns. Wenn er das alle getan hat, er auf Mieten diene Sinnen betont am Kreuz. Er lässt sich am Kreuz nählen.
Glaub je nicht, er wird für diese ewige Probleme nicht sorgen für mich und die? Sei wie nicht mehr wird, als das groß bestab, als die Fehl in der Lauf, wenn er für dich all sorgen wird? Und er ist gestorben für seine Kinder, für mich und für die. Da braucht das wie vertrauen vor. Und ich wünsche, die wirst vertrauen haben. Ich will mit dir beten von dir. Wir wollen uns hoffen ein zum Beten. Herr Jesus, wir danken dir von dir, dass du bist und dass du uns das gewesen hast, dass du sorgst für uns und dass wir können dir kommen, wenn diese Welt in Angst leben wird, dass wir können danach nur dir kommen, wenn du hast gesagt, glaube an mich und glaube an den Vater. Danke, Herr Jesus, dass du eine Antwort hast, dass Kinder Gottes können dir kommen. Manchmal scheint es so, dass ein Dead End Road, dass der Wachtau, wir wissen nicht wohin. Aber Herr, merk uns die Augen auf, jedem ein die Augen auf, dass du eine andere Wache hast anzuschlagen, wo du mehr Segnungen hast für den Mensch. Herr Jesus, ich bete von dir, für dich, was du schwer beluden sind in Sorgen, dass die nicht wollen umkommen, du Inga. Dass die nicht wollen in gerade ein Problem kommen, aber sondern Herr, dass die wollen nicht die kommen, dass die dort wollen sein, du hast eine Antwort, du hast eine Lösung dafür. Dass sie nicht auf diese Welt gehen und nicht Angst haben, was alles in der Welt passieren wird, aber dass sie können die kommen und dass sie können Frieden bei dir finden. Herr Jesus, mein Gebet ist auch für dich, dass den Frieden, das wo gesagt haben, womöglich in Alkohol, Drugs, vielleicht in Geld, in Hurerei, in viel mehr gesagt haben. Aber Herr Jesus, mein Gebet für dich ist, dass sie wollen sein, dass wir haben den Frieden in dir von in deinen Namen beten wir das. Amen. Jesu droben auf dem Thron. Mühsam war die Arbeit, herrlich ist der Lohn. Köstlich ist zur Ruhe nach dem Erdenleid. Hand in Hand mit Jesu in der Ewigkeit. Hand in Hand mit dem Herrn kann mir nichts geschehen. Hand in Hand mit Jesu werd ich sicher gehen.